Ich meine, es ist ja zum Glück nicht so, dass wir jetzt unfassbar früh aufstehen mussten für den Dreh, sondern wir haben uns eine schöne Tageszeit überlegt. Wir können ja was Produktives machen. Wir können wie Moritz Yoga machen. Komm, wir schreiben noch eine kleine physikalische Formel hier auf. Kannst du die Mitternachtsformel dann? Ja, klar. Soll ich? Ist gleich. Mach einen Bruchstrich. B hoch 2. Das ist schon falsch. Echt? Oder ist es 4C in der? Bitte lass jetzt wetten. Lass jetzt bitte wetten. Das ist die falscheste Mitternachtsformel der Welt. Zeig Bene. Vertrau mir. Zeig. Nein. Zeig nicht. Zeig nicht. Das muss man sehen. Interview Louis Bene 1. Bei dir sind es die kleinen Sachen. Ja, Weil du hast genau das, was ich hatte letztes Jahr. Du bist noch gewohnt, alleine zu wohnen. Ja, true. Und wenn man alleine wohnt, nutzt man immer so das gleiche Teller nochmal, Ja. räumt es nicht weg. Und halt den Topf kann man da lassen, weil man die einzige Person ist, die dann in die Küche geht und Dings. That looks good. Thanks, You like this? Thanks for the love. It's not the same as the last one, right? Nah, It's different. I would date you right now. Fire. So you I probably wouldn't date you back. So I'm being completely honest with you. Leave it We know aside. we just said that because the camera is going on. Louis und Bene sind eigentlich so, die findet man fast nur im Doppelpack. Ich habe die Ehre, mit den beiden selbst in der Regel zu spielen. Ich würde sagen, basketballerisch sind beide auf einem richtig guten Weg. Ich glaube, die haben sich beide richtig gut entwickelt. Die haben auch das Potenzial, auf dem Niveau Profis zu sein. Aber viel wichtiger ist, es sind einfach unfassbar coole Charaktere. Ich bin Louis, ich spiele Guard und trage die Nummer 51 und spiele in der Pro A und in der zweiten Mannschaft bei der Regio. Ich bin Benedikt Hoppert, ich spiele Center, habe Nummer 15 und spiele auch in der Pro A und der zweiten Regio. Hier ist schon mal ein Flur, geradeaus wohnt Kilian. Da rechts bin ich. Dann gehen wir hier durch. Da links ist das Bad. Hier wohnt Limana. Also das ist die Spieler-WG, das ist eine Wohnung gestellt für halt Spieler, meistens sehr junge Spieler. Und dass es für die leichter ist, halt damit sie zur Schule gehen und vor Ort sind. Da rechts ist Louis Reich. Und dann kommen wir hier auch schon in den Gemeinschaftsraum. Dann haben wir hier noch ein paar Memorials von den wichtigsten Leuten, die in der WG waren. Ja, wir waren schon sehr viele gute Spieler auch in der WG. Wir haben ja auch hier eine Trikotsammlung. Johannes Krug hat hier gespielt, Renke Hilmer hat hier gespielt, Louis natürlich und ich auch. Eispreis ist natürlich auch ganz wichtig. Da ist ein Renke Hilmer Trikot, Bayreuther Legende, obwohl er nur 2-3 Jahre hier war, echt super Spieler. Würdest du lieben. Super Kerl, oh ja. Der wird dir so viel Content geben. Ja, für die Patreon-Folge, die nicht unter 18 gezeigt werden sollte, wäre perfekt. Man kann sich ja denken, dass wir zwar jetzt nicht unbedingt Topverdiener in der Mannschaft sind. Ich studiere nebenbei auch noch an der Uni Bayreuth, mache Lehramt. Es ist nicht, dass ich pausieren würde während der Saison, aber ich habe es mir halt so getaktet, dass ich während der Saison über das Wintersemester halt meistens dann die Inhalte mache, wo ich nicht anwesend sein muss, dass ich das halt alles ein bisschen von zu Hause aus managen kann und dann versuche im Sommer die ganzen Präsenzsachen abzuarbeiten, dass ich das irgendwie so ein bisschen getaktet bekomme. Gefühlt ist das fast 1:1 das Gleiche. Bei mir ist auch Lehramt an der Uni Bayreuth. Und mit der Regio noch dazu und dem Pro-A-Training ist es super schwer, dann noch nebenbei einen Job zu finden, der von den Zeiten her überhaupt passt. Ich versuche dann immer im Sommer halt einen guten Job zu finden, wo dann da so viel Geld einkommt und dann spart man schlau und dann gibt es ein bisschen weniger Ausgaben und dann langt es schon fürs Jahr über. Gute Woche ist Samstag um 15 Uhr das Regio-Spiel, dann kurz was essen, umziehen, runter zum Warm-up für das nächste Spiel. Und halt vorher Shootaround, das heißt, wir sind von 10 bis 11:30 Uhr in der Halle, dann kommst du nach Hause, isst kurz was, ganz schnell Mittagsschlaf und dann wieder in die Halle. Und dann bist du halt um 23 Uhr zu Hause. Ganz schneller Mittagsschlaf. Ja. Ja? Warum giggelst du? Und das Handy ist nicht.
Oh mein Gott. Eine Nachricht von der Story, die er geschickt hat. Wir sehen uns eigentlich immer nur abends meistens oder beim Training, weil die dürfen früh aufstehen, zur Schule gehen, dann dürfen wir früh aufstehen, zum Training gehen, dann sieht man sich mittags, dann bleiben dann manchmal ein bisschen länger wach als geplant, aber ja, ist eigentlich sehr harmonisch. Manchmal, doch schon harmonisch. Ja, ist sehr harmonisch. Wir verstehen uns. Kommt davon, ob die Aufgaben erledigt sind. Dieses Whiteboard hat eventuell jemand mit einem Edding draufgeschrieben, der nicht wieder weggeht. Aber wir haben Doch, der geht diese weg. schöne Ich hab's noch Tafel mal. hier. Der geht weg. Der geht nicht weg. Der geht weg. Ich habe den doch wegbekommen. Louis, es geht nicht weg. Bro, ich habe den wegbekommen. Louis, du musst auch mal akzeptieren, dass du einfach einen Fehler gemacht hast. Okay. Wir haben Macht einen- verschiedene Aufgabenbereiche. Erklär meinen Putzplan. Erklär ihn. Ja, mach. Ja, okay, das hier geht auf Louis, hat er gut organisiert, auch wenn er das jetzt verkackt hat. Zu sagen, wir haben hier einen Award, den Goon of the Week. Heißt, wenn jemand verkackt hat, kriegt er hier einen Strich. Und wir haben tatsächlich keine Bestrafung am Ende der Woche, das verpennen wir mal ein bisschen. Aber wie man sieht, hat Kili Striche und Louis wird auch immer sehr schnell sauer. Limana ist auch mal gut für einen kleinen Ausrutscher. Da gab es einen kleinen Vorfall mit Parmesan im Teller und einer Mikrowelle, der nicht so gut ausgegangen ist. Und Louis und ich sind eigentlich relativ gewissenhaft, würde ich sagen. Ja. Heimspiel gegen Bochum. Bochum, glaube ich, hat zu dem Zeitpunkt 7 Siege in Serie. Sind das heißeste Team in der Liga, glaube ich. MPK sponsert das Heimspiel quasi. Alle Fans in weiß. Es ist ausverkaufte Halle. Mega Stimmung. Richtig cool. Let's go! The good news is, as you all know, every streak eventually comes to an end. Always. I want to paint a very clear picture for all of us to make sure that we all know what it takes for us to end theirs today. You know, there's quite the chance that today they will come in just a tad bit too loose, just a little bit too confident. I think a lot of you know how that feels. On the chance of that happening today, we should take it as a bonus. We don't need that to have a chance to win the game, but if we get this feeling on the court, we need a killer mentality first couple minutes, making sure we punch first, and we are extremely disruptive and energetic. What it takes for us today is togetherness, unbelievable energy, and making sure that we rally the crowd behind us, because there's a ton of people that came out today. Everybody wearing the same shirts. The energy in there will be amazing, but it's up to us to create it. Ja, wir gehen in die Partie mit wahnsinnig viel Selbstvertrauen tatsächlich. Haben auch, glaube ich, einen Bombenstart. Und irgendwie hat man das Gefühl so an dem Tag, okay, wir knacken die. Haben dann im vierten Viertel die Chance, auch das Spiel zu gewinnen, an der Freiwurflinie. Das ist, glaube ich, eines der verrücktesten Spiele, bei denen ich jemals dabei sein durfte. Es war ein crazy Spiel. Jedes Mal, wenn der Buzzer kam und du aufs Scoreboard geschaut hast und du hast zum dritten Mal in Folge gesehen, ja, es ist jetzt Tie Game und wir gehen einfach nochmal in eine Overtime. That's why we play. That's beautiful.
man geht dann Situationen nochmal durch im Kopf und denkt so, okay, das hätte gereicht. Wenn man nur das geändert hätte, in dieser eine Situation. Als Spieler, glaube ich, war ich da noch wesentlich schlechter, das sofort hinter mir zu lassen. Als Trainer, wie gesagt, sobald das Spiel vorbei ist mein Kopf schon eigentlich beim nächsten Gegner, sag ich mal. Ist leider hier auch wieder ein kleiner Vaterbeigeschmack dabei, weil du halt dann auch aus so einem Spiel nicht als Sieger rausgehst. Aber das ist auf jeden Fall mit so einem absolut crazy Support von den Fans in dem Spiel eine Erinnerung, die noch sehr, sehr lange in meinem Kopf bleiben wird. Das sah halt einfach aus, als wären wir gerade in einer Playoff-Serie gewesen oder so. Die ganze Halle hat dasselbe T-Shirt an, es ist weiß, es ist laut und dann kommt da noch ein Triple-Overtime-Spiel dazu und es macht einfach diese Atmosphäre noch krasser und es ist dann schon krass, dass Medikament beklickt dann sozusagen für uns so eine weiße Wand gemacht hat von Fans. Das sah schon krass aus. Also, sowas erlebt man, glaube ich, nicht immer. All right, good fight, team. Soll ich das jetzt schon machen? Interview Lukas Hofer. Interview Lukas Hofer. Fuck, ich schaue jetzt schon in die Kamera. Also, mein Name ist Lukas Hofer. Ich komme aus Österreich, kurz gleich neben Wien. Ich bin 32 Jahre alt. Ich bin eigentlich gelernter Jurist und bin hier als Assistant Coach beim BBC Bayreuth seit diesem Sommer. Meine Hauptmotivation, warum ich in Bayreuth bin, ist, ich glaube, ich wollte wissen, ob ich es kann, erstens. Gepaart mit dem Umstand, dass ich sage, seit ich gefühlt 20 Jahre alt bin, dass ich Profitrainer werden will. Und ich mich für eine Person halte, die lieber bereut, etwas gemacht zu haben, als bereut, es nicht gemacht zu haben. Mein Arbeitgeber ist mir sehr entgegengekommen, dass sie mich für ein Jahr karenziert haben. Das heißt, ich habe eigentlich noch meinen Anspruch, oder ich habe jetzt noch Anspruch, auf meine alte Stelle zurückzukehren. Also ich bin jetzt gerade in Verhandlungen und ich sage, ich tendiere eher dazu, hier zu bleiben und meinen Job dann endgültig aufzugeben. Also am meisten an daheim vermisse ich sicher mein soziales Umfeld. Und das ist sicher meine Familie an erster Stelle, plus meine Freunde. Ich würde sagen, ich habe sogar viele großartige Freunde, mit denen ich echt super gern Zeit verbringe. Und zu guter Letzt ist es definitiv mein Hund oder meine Hündin, die Nala, die mir schon sehr fehlt. Aus meiner Familie spielt niemand Basketball. Ich habe, glaube ich, schon recht früh in meinem Leben viel Sport gemacht. Und mein bester Freund damals hat Basketball gespielt, warum auch immer, und hat mich überredet, zu einem Training zu kommen. Und dann ist eins zum anderen gekommen und auf einmal war ich Basketballspieler. Ich habe dann bei meinem Heimatverein quasi bis in die U16 gespielt und habe dann für 2 oder 3 Jahre, weiß ich gerade nicht mehr, zu einem sehr etablierten Nachwuchsverein in Österreich gewechselt, den Vienna Timberwolves, und habe dort sogar eine österreichische Meisterschaft gewonnen als Spieler, was wirklich ein cooles Erlebnis war für einen Spieler aus Deutsch-Wagram zu dem Zeitpunkt. Und bin dann aber zurückgewechselt und habe beschlossen, neben meiner Spielertätigkeit auch Trainer sein zu wollen und habe dann in der U16 als Assistant Coach angefangen und habe relativ schnell gemerkt, dass ich nicht nur für Spaß Basketball zu haben bin, sondern dass ich brauchte ein bisschen mehr, ich brauche ein bisschen mehr Competition und habe dann, glaube ich, meinen Teil dazu beigetragen, dass Deutsch-Wagram von einem eigentlich Hobbyverein in einen zweiten Bundesliga-Club in Österreich geworden ist und noch immer ist, zum Glück.
Zum BBC Bayreuth gehört zum einen natürlich ganz oben der Profispielbetrieb und auf der anderen Seite die Cyber Excellence, unser Nachwuchsbereich von der Ballschule und der U8 bis hoch zur Regionalliga. Ziel ist natürlich immer, mit der JBL, NBBL und der zweiten Mannschaft auf dem höchsten Niveau zu spielen, um einfach die Kinder und Jugendlichen aus den eigenen Reihen bestmöglich zu fördern, als auch attraktiv zu sein für junge Spieler von außen, hier nach Bayreuth zu kommen, um sich zu entwickeln. Interview mit Liam Holländer, Take 1. Ich bin Liam Holländer, ich bin 16 Jahre alt und spiele seit 13 Jahren Basketball. Trage die Nummer 17, spiele aber auch in 2 anderen Vereinen. Einmal hier NBBL und Rego und da trage ich einmal in der Rego die 4 und in der NBBL die 8. Ich gehe zur Schule, bin jetzt in der 11. Klasse. Gleichzeitig mit der Schule habe ich natürlich auch viel Basketballtraining. Es ist eigentlich fast jeden Tag. Also ich habe da nur einen Tag in der Woche frei. Ja, und manchmal habe ich den Privileg, auch in der ersten Mannschaft mitzutrainieren. Und da bekomme ich immer vom Coach den Abend davor meistens gesagt, okay, wir wollen dich beim Training dabei haben, wärst du gerne dabei? Da sage ich natürlich immer ja, also da würde ich nie Nein sagen. Also mein Traum ist es immer, Profi zu sein und vor allem in diesen jungen Jahren jetzt schon so ein bisschen, sage ich jetzt mal, Erfahrung zu schnuppern bei den Großen hier. Das ist natürlich was Spezielles für mich und in dem Team, ich fühle mich da so willkommen, also ich verstehe mich mit jedem gut und es fühlt sich einfach an, als würde ich da schon mehrere Jahre mit dem Team spielen. Also, wir sind in der 2. Regio. Das ist basically, glaube ich, die 5. Liga. Für Bayreuth wäre es ganz gut, wenn wir aufsteigen würden, weil eine 1. Regio ist erstmal besser für unsere Nachwuchsspieler, besser für die Spieler wie wir, die Doppellizenz haben, weil das einfach ein besseres Niveau ist und professioneller ist als die 2. Regio. Unser Trainer ist da Tim Nees. Müssen wir schauen, wie sie spielt. Sonst können wir... Mein Verhältnis mit meinem Vater ist sehr speziell. Er hat mich schon immer dabei begleitet, in der Schule gescheite Noten zu schreiben und beim Basketball gescheit zu spielen. Das hat unser Verhältnis immer gestärkt. Das stärkt es auch immer noch, weil er ja mein Trainer in der Regionalmannschaft ist. Er war immer da, bei jedem Spiel hat er probiert, da zu sein. Und das gilt auch für den Rest meiner Familie. Also die sind da schon alle sehr, die unterstützen mich da richtig gut. Diese Erfahrung, die er mitbringt, die er mir dann auch übergibt, sage ich mal, das hilft mir auch auf dem Weg im Basketball weiter. Und da habe ich einfach das Glück, dass ich da jederzeit auf ihn zurückgreifen kann und sagen kann, okay, ich möchte jetzt besser werden, ich möchte in die Halle, ich möchte werfen. Sagt er, okay, ich probiere dir eine Zeit zu organisieren und dann gehen wir zusammen hin. Also das bin ich schon echt dankbar für, dass es soweit, also dass ich so einen Vater dann da habe. Ja, Bremerhaven ist eine lange, lange Fahrt. Bremerhaven, was ist zusätzlich noch dazugekommen, dass wir mit einigen Ausfällen zu kämpfen hatten. Lenny, glaube ich, hat sich die Finger verletzt, Mo war krank, Dejan verletzt und der Wien sowieso langfristig raus. Und ich glaube, in der Nacht vor der Abfahrt hat der Louis dem Flo geschrieben, so, es geht ihm gar nicht gut. Ja, glaube ich auch, Grippesymptome. Und wir entscheiden uns, den Liam mitzunehmen nach Bremerhaven. Das Gefühl, das ist unbeschreiblich. Also ich meine, wo ich das dann erfahren habe, da war ich noch ein bisschen verschlafen, muss ich sagen. Aber da war ich dann danach direkt wach und war einfach glücklich, dass es dazu kommen konnte. Und Ich kann mir vorstellen, dass, wenn er richtig wächst, er auch zwischen Position 2 und 4 eigentlich alles spielt. Ja, Bremerhaven ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die sehr, sehr stark in die Saison gestartet hat, die mit gutem Tempo spielt, die sehr gut den Ball bewegt, viel von der Creation von ihrem Starting Point Guard lebt. Wir haben uns darauf vorbereitet, natürlich erstmal diese Intensität mindestens zu matchen, zu schauen, dass wir im Open Court, also Fast Break Situationen, Miller stoppen. Wir sind heute sehr, sehr jung natürlich, mit einer kleinen Rotation, mit Spielern, die in eine größere Rolle schlüpfen werden, als sie normalerweise gewohnt sind. Insbesondere hervorzuheben sicherlich Bene Hoppert heute, der eine deutlich größere Rolle kriegen wird durch den Ausfall von Dejan. Liam ist heute das erste Mal bei uns im Kader, was für ihn natürlich als junger Jugendspieler mit großen Träumen und Zielen auch eine tolle Sache ist.
Und ja, wir wollen das Spiel natürlich mit super hoher Energie gehen, an uns glauben und uns das Ding holen in Bremerhaven. So it's taking care of the bodies, is getting the bodies to 100% at some point in time, and then high priority, making sure that we are all on the same page on how to beat Bremerhaven tomorrow. I did not come here to lose a game, 100%. I don't give a fuck who's not here. We care about who's here, and we figure out how, with the group that we have, to beat Bremerhaven tomorrow. Let's get it. Guys, have a good day. 1, 2. Yep, last one, we hit Bina on the slip. We have a quarter cut. We have Terry shifting. What I want you to do is I want you to look at the cut, but don't play it. Pass the ball here. Continue with T into a side ball screen. Clear side. Make sure you go in space as quick as possible. All right, let's get it. Speed. Slip. Over there. Up. Not down. Tag up. I coach your hips up. Don't get his bad mouth on the camera. Bro, look what? Hey, chat, rate his mustache 1 out of 10. Rate his mustache 1 out of 10. With the beanie, with the glasses. Bro. Let's go tomorrow. Let's go, good work. Let's get a win tomorrow. 1. Ja. Things between me and Nas, who would you choose? You already just asked me that. I want you to say the answer in first. You hold for Without. I want you to say the answer in full. I just know that word mean. Bro, don't say anything wrong. Come on. You can't choose Miles over me. Come on. What you mean, come on? Yeah, You know it too. You know it too. Come on. Both of you guys are good guys, bro. I don't know. I can't pick. Both of us are good guys. Yes. Bro, you just told me not to say that. All right. Not Diallo. I do not trust him at all. Who said that? Who said that? Mein Vater hat mir vor dem Spiel geschrieben, spiel ohne Nervosität, sei du selbst und viel Spaß beim Spiel. Das war die letzte Nachricht. Dann, wo wir einlaufen, dann zum Aufwärmen, stand er dann auf einmal da und wollte abklatschen und ich glaube, das hat jetzt alles nochmal vereinfacht, dass dann mein Vater da war. Es war eigentlich ein sehr, sehr geiler Tag, vor allem diese Momente kurz vorm Tip-Off, wo du halt wirklich 200er Puls gefühlt hast und du weißt, fuck, du gehst daraus und startest einfach. Wir kommen mit unfassbar viel Energie raus. Wir setzen den besten Spieler von ihnen richtig unter Druck, nehmen die Sachen weg, die er gerne macht. Ja, und exekuten eigentlich den Gameplan, den wir haben. Und gehen in die Halbzeitpause eigentlich mit erhobenem Haupt. Wir wissen, wenn wir das in der zweiten Halbzeit so umsetzen, nochmal, dann gewinnen wir das Spiel. Und Bremerhaven hat aber andere Pläne.
I think the most important thing is that we understand that in a situation where definitely on paper we're the underdogs. I know y'all don't feel that way, and that's good. You shouldn't. But we're missing a lot of guys. We're short-handed. We're playing away against a team that has been very good this season. So on paper we are. We have to be honest about this. Doesn't matter that we can't beat them. Obviously we can beat them. But we are. And what we have to say is that essentially in a game where everybody that's here did his job, was there for the team, made sure that we execute the game plan. We all stayed together, we all played together, we all fought together. We gave him a hell of a fight. I want to say it's been a hell of a game and a way to step up. I think we should give a round of applause for Bene today. And then for two young guys having the first game. I know it hurts to lose, but congratulations on the first couple of official minutes for you guys. Let's give a round of applause. Ja, doppelt beschissen, wenn man von Bremerhaven dann auch noch zurück nach Bayreuth fährt und keine Ahnung, um 5 in der Früh ankommt. Der nächste Tag ist dann auch nicht wahnsinnig toll. Aber ja, ich meine, das ist irgendwie Teil des Geschäfts. Das habe ich schon gewusst, dass ich mich auf das einlasse. Ja, dann geht's zu Hause weiter gegen Koblenz. Ja, war für uns eigentlich ein Must-Win, muss man sagen. Also ich erinnere mich einfach, dass es erstmal ein super geiles Gefühl war, dass wir halt Kili aus der WG hier hatten und Liam natürlich, dass wir da halt zu dritt zum Shootaround gehen konnten, zu dritt zum Spiel. Und das war schon geil. Wo ich dann eingelaufen bin, wo mein Name da stand und durchgesagt wurde, es war so ein Bauchkribbeln, was ich da hatte, und war einfach nur glücklich, dass ich diese Chance bekommen habe. Schon ein geiles Gefühl, dann Heimspiel und das dann alles zusammen zu machen. Das ist schon, war schon schön, war ein sehr schönes Gefühl. Wenn du dann dich das erste Mal nach dem Huddle umdrehen kannst und kannst klatschen und du weißt, du hast einen guten Job gemacht und dann läufst du durch die Halle, klatscht bei den Fans ab und Shoutout Kili hat einen richtig guten Job beim Hummer gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das so hinbekommen hätte. Hell of a game. Hell of a game from Lou and Bene stepping up today. Well deserved. So now, of course, the task is to go 2 in a row on Sunday. Let's go, guys. Big one. Oh shit. Good work. Way to start the new year off with a dub, man. Let's keep it rolling. 1, 2. Yo, look, I ain't saying that I'm rich, cause if I'm honest, I've never been. But when I look at all these other kids, I feel just a little bit ahead of them. You should know the business is competitive.
There's a lot of people that I'm better than. Even veterans ain't got the knowledge I do. I've been reinvesting all I ever spent. Stop pretending like you poppin'. Who been out here making profit? Told my mama that I got this. I wonder if she noticed what my job is. I don't know how I'ma make it, but I know no matter what, I'm finna find a way. All my homies finna eat and I ain't letting no one on my team look at an empty plate. Yeah. Went from a boy to a man. Ay. Every day been making plans. Ay. They don't really understand. Ay. Gotta look out for the family. I won't fall for any scam. Yeah. Only worried about the fans. Yeah. I won't compromise the brand. Yeah. I've been saving other bands. Whoa. After I get it, I reinvest. After I get it, I reinvest. After I get it, I reinvest. Stack and put it back in it. Everybody just stay aggressive, do what you do best. Come on. It's one more half, man. Like, everybody's head down like this shit over with. It's a 12-point game. It's 4 possessions if we hit 4 threes. Like, this shit ain't nothing. Like, we been through a lot this season, bro. Like, don't let the ones we supposed to win slip away. Just because we not locked in. That's all it is. They're not doing nothing that we can't stop. Or we can't attack on the other end. Come on, it starts with the energy too, man. It starts with the energy. So 2 Spiele an einem Wochenende zu gewinnen, wäre halt, das hätte sich jeder gewünscht, weil man hat dann in Koblenz was Gutes geliefert und dann hätte man das Gleiche einfach in Karlsruhe machen können und das tut halt einfach weh. Es ist ja Tradition in Bayreuth, dass du jedes Mal nach dem Spiel zu den Fans gehst, abklatscht, vor allem auswärts, wenn dann halt die Fans bis nach Karlsruhe mitfahren, das ist ja auf jeden Fall was, da können wir stolz drauf sein. Als ich rüber zu den Fans geschaut habe, wo wir halt gehuddelt haben und danach eigentlich zu den Fans gehen wollten, dass halt 1, 2, 3 Leute uns halt so weggewunken haben, von wegen geht in die Kabine und wir wollen nichts mehr von euch. Ja, es war sehr nüchtern. Ich meine, das ist ja eine taffe Situation, dass du einen Doppelspieltag hast und du kommst mit einem guten Sieg gegen Koblenz da rein ins Wochenende und dann hast du so einen Dämpfer. René, waren alle bei den Fans? Hol alle raus. Die ganzen Bus an Leuten, die hierher kommen, uns zu kaufen. Das ist das Erste, was wir machen müssen, ist zu denen gehen. Ich verstehe, dass die Fans da frustriert sind. Ich meine, Bayreuth kommt ja von, sag ich mal, deutlich besseren Zeiten. Und es ist sicherlich nicht leicht als Fan, das zu akzeptieren, dass man dann jetzt in der 2. Liga ist und da halt sich jetzt in einer Situation befindet, wo man eher gegen den Abstieg spielt als für die Playoffs. Wie war dann das Gefühl, als ihr dann trotzdem hin seid und dann gemerkt habt, okay, der Großteil von ihnen war eigentlich dann doch ganz gut drauf und haben versucht, euch wieder aufzubauen? Wir lassen euch nicht im Stich, wir sind immer wieder so. Das ist immer was Schönes, wenn man halt merkt, dass man Fans hinter sich hat, egal wie es gerade läuft. Im Grunde befindet sich der Bayreuther Basketball nicht das erste Mal in so einer Situation, in der wir uns gerade befinden. Es ist immer ein Auf und Ab und insbesondere dann ist es einfach auch wichtig, dass diese Community dann zusammenhält. Die Leute wollen, dass hier weiter Basketball auf höchstem Niveau gespielt hat und geben auch alles dafür. Und ohne die Fans geht es einfach nicht. Ich glaube, ein bisschen hat sich schon rumgesprochen, weil ich gestern schon Mo und D-Mac informiert habe, weil D-Mac irgendwie zum Training kommen musste, du normalerweise ihn halt mitnimmst, ne? Und ich dann Mo gebeten habe, D-Mac abzuholen. Ja, gefühlt hat schon ein paar mitbekommen. Kurz vor dem Spiel gegen Trier fällt dann eigentlich die beidseitige Entscheidung, dass Drew und der BBC getrennte Wege gehen. Ja, eins zum anderen hat geführt, er hat einfach in unserem Spiel nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich glaube, das hat er auch selbst realisiert. Und ja, dann war für beide Seiten irgendwie klar, es muss eine Änderung her und hat eben dazu geführt, dass man getrennte Wege geht und also aus unserer Sicht wir Ersatz für ihn suchen und aus seiner Sicht er einen
zu seinem neuen alten Verein, glaube ich, zurückgeht nach Portugal. Wenn man sich dazu entscheidet, so einen Vertrag aufzulösen, dann muss es natürlich auch im beidseitigen Einvernehmen erfolgen. Ansonsten ist es finanziell einfach für einen Club nicht darstellbar. Und deshalb zieht sich so ein Prozess dann auch über viele Gespräche und über eine längere Zeit. Mit Drew haben wir dann einen bestimmten Punkt erreicht, wo beide Seiten einfach der Meinung waren, dass es die beste Lösung ist, wenn man getrennte Wege gehen kann, damit er einfach seine Entwicklungsschritte machen kann, aber wir auch die Punkte holen, die wir einfach holen müssen. Das übliche Training ging dann los, dann merkt man halt schon, dass Drew halt fehlt und nicht da ist. Und dann haben wir halt so einen Anfangshuddle und dann kann man schon ein bisschen ahnen, was passiert. Und dann erklärt halt Coach das Ganze. Und dann hat man halt auch nicht viel Zeit mehr drüber nachzudenken, weil dann wartet halt Trier auf dich. Und das ist dann eine neue Situation, weil auf einmal ist dein Starting Point Guard halt nicht da gegen eine super gute Mannschaft. Ist halt da erstmal der Fokus drauf. Was man auf jeden Fall sehen kann, dass er Tempo pushen kann. Dass er Outlets kriegen kann. Ein bisschen pushen, Early Ball Screens attackieren. Das Gespräch war gut. Der Agent sagt, it's a done deal. Jetzt müssen wir halt noch einen Vertrag fertig machen, würde ich sagen, und das Ganze finalisieren. Dann ruhig den gleich machen. Perfekt. Also du hast alles so weit im Griff, dann kann ich mich jetzt mal aufs Spiel konzentrieren und wenn du was ist, sagst du einfach Bescheid. Alles klar. Okay, dann gutes Spiel. Danke und danke für kurze Updates auch gerne. Ja, wenn irgendwas entschieden wurde, einfach kurz irgendwo rüberschicken. Ja. Danke dir. Okay, bis dann. Ciao. Für uns war auch klar, dass, wenn wir da hinfahren, das wird ein schweres Spiel. Jetzt ohne Drew rücken quasi Terry und CB in die Situation, dass sie Starting Point Guard, oder einer von den beiden Starting Point Guard ist und dass sie schnellstmöglich in diese Rolle ausfüllen müssen. Es war erstmal natürlich eine taffe Situation, weil auf dem Feld dann die zwei Eckpfeiler, die viel reden und die am meisten Erfahrung mitbringen, die halt da einfach wegbrechen. Nichtsdestotrotz glaube ich, wir haben uns über Stretches ganz gut geschlagen und auch wieder gezeigt, dass wir mit so einem Team eigentlich mithalten können. Und Dejan hat da von außen das getan, was er tun kann, hat sich immer Spieler rangeholt und Tipps gegeben. Und da bist du auch dankbar, wenn du dann jemanden wie Dejan im Team hast. Also ich glaube, im ersten Schritt war es und ist unser Ziel, dass wir die Begeisterung zurückbringen nach Bayreuth. Unser Anspruch als Team an uns selbst muss einfach sein, dass wir da rausgehen mit einer Underdog-Mentality und wissen, für 40 Minuten lassen wir jetzt unser Herz am Feld und geben da alles, was wir haben, Spieler und Trainer. Jetzt ist sicher diese Saison einfach mal zu sagen, okay, wir bringen alles unter Dach und Fach. Wir beenden die Saison positiv und konzentrieren uns ab dem Zeitpunkt, wo die Saison vorbei ist, auf nächstes Jahr. Das Ziel vom Club, glaube ich, ist generell, sich erstmal zu fangen, das alles zu verdauen, diese Rückschläge, zumindest finanzieller Natur, abzufedern und dann von neu anzugreifen. Das ist auch mein Ziel. Ich bin nicht Coach geworden, um im Mittelfeld zu spielen. Ich will gewinnen.